Und damit willkommen zurück zu... Ich mache das jedes Mal, ne? Fuck. Subnautica. Okay, warum bewegt sich das Ding da hinten? So, beim ersten Mal war ich durch Hitze und Übermüdung ein bisschen K.O. Jetzt bin ich frisch aufgestanden und immer noch ziemlich K.O., weil einfach pisswarm ist draußen. Na egal. So, ich wollte runter zu der Pilotin und nebenbei noch ein paar andere Sachen abschnacken. Ich habe jetzt dummerweise kein Lithium dabei. Und die Produktionsanlage, die ich dafür brauche, ist sowieso in der Basis. Okay, die Taucherflasche hole ich mir später. Welcome aboard, Captain. So, Moment. Ich muss mal kurz Bauchreservat. Das Ding hat mir... Ich muss irgendwie tiefer runter. Letztes Mal war ich auf der anderen Seite, nicht, ja? Mehr oder weniger. Egal. Irgendwas fehlt noch. Genau. Ich brauchte ja noch die Technologien für die Seebahn. Der Booster, das Dingsmodul, das andere Modul und generell, ja. Stimmt, hier war diese Sackgasse. Ach, hier ist Zugkraftmodul. Moment, reparieren wir dich mal eben. Das hat ja so keinen Sinn, wenn ich die Seebahn hier die ganze Zeit stehen lasse und so weiter. Docken wir das Ding mal eben an und nehmen die Seebahn einfach zum Erkunden. Das macht ein paar Sachen viel einfacher. Jetzt hänge ich fest. Und letztes Mal habe ich das auch mit der Seebahn gemacht, also sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Taucherflasche habe ich ja schon die Pläne. Ah, da ist was. Trotzdem, das Titan kann ich mitnehmen. Hier ist Wärmereaktor. Damit habe ich die Technologie auch. Sims glaube ich keine weiteren Nester in der Nähe, oder? Da ist noch was. Das ist ganz schön übel verwinkelt hier. Ich muss natürlich jetzt wegen der längeren Seebahn aufpassen, wie ich mich bewege, aber ansonsten sollte das so jetzt besser funktionieren. Ich muss nur den Weg nach unten finden. Noch mehr Krebs mit dem Reaktoren. Der Leuchtstab hier könnte vielleicht ein Hinweis sein auf irgendwas. Ich weiß noch nicht auf was. Aber ich nehme an, ich muss hier runter. Ja, da geht der Tunnel deutlich weit nach unten.
Also ich denke, ich bin schon auf dem richtigen Weg hier. Didn't I tell you to stay away? From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Ich will mal eben gucken, ob hier noch Nester ringsum auf den erhöhten Ebenen sind. Aber ich glaube nicht. Nee. So, das brauche ich jetzt zum Glück nicht mehr scannen, das habe ich schon. Das umgebaute Krieg-Exoskelett scannen wir. Ich glaube nicht, dass ich dadurch Technologien an und für sich kriege, aber wer weiß. Vielleicht in Verbindung mit was anderem später. Das wäre ja auch so ein witziges Ding. Das hat XCOM 2 damals gemacht. Ich glaube auch der erste Teil. Dass man ja bestimmte Technologien haben musste, um andere zu I erforschen. told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Also nicht genug Teile hat. New technology Genau so acquired. kriegt man das Ding ja. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction, and suddenly, there were vast jaws rising out of the water towards me. It had taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least, enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and 3 liters of water. At least I wasn't gonna die of exhaustion. Now, those Reapers, they're practically all muscle, but there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. And I didn't have much, but I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. I had to ration fires, but as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. Das ist eine Alien-Tafel, die man vorher im Hauptspiel als Schlüssel benutzte. Ich glaube, sonst habe ich hier nicht wirklich was ich scannen kann. Aber das Abwehrmodul ist schon mal ganz praktisch. Okay, dieses Modell ist deutlich anders als meins.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass es wurde irgendwo gesagt, dass das ja auch eine ältere Version von der Krebstüte ist. Und offensichtlich hatte ich hier nicht diese Modifikationsslots. So, jetzt kann ich was anderes machen, was ich beim letzten Mal nicht machen konnte, als ich hier war. Ich kann tiefer gehen. Okay, Wärmekraftwerkteile. Ich frage mich, ob das Ganze zu einem anderen Biom connected ist. Ich meine, diese Schlote kennen wir ja. Da hocken die Quallen drauf. Das Thermalkraftwerkteile? Ah. Hier war ich doch schon mal. There I was, 500 meters below sea level. Chunks of the sea base sank around me. One hand gripped the monster's scales. The other was clamped around the shard of metal I'd lodged into her eye socket. A reaper. Wounded, maybe, but still deadly. I'd already taken out one eye. I damn near carved out the other. We were headed for the void at the crater's edge. Blinded, she was spiraling deeper. I had a choice. Hold on, or let go. I clung for dear life as she took us deeper. I had 1 minute of air in the tank. Back then, I could go another 3 with what I had in my lungs. So I had 4 minutes to kill the Reaper, minus a few to get back to the surface. It ain't that I like killing folk. It's just sometimes what you need is on the inside of someone else's ribcage. I killed that beautiful, terrifying creature, and I made for the surface. When I caught my breath, I realized we'd come further than I thought. I was surrounded by watery void, just me and ocean. Nothing else. Aber Tatsache, das ist offensichtlich eine unterirdische Verbindung dann. Okay, das habe ich schon. Ich brauche immer noch Teile für die Schubdüsen. Ja, die Teile habe ich schon abgeklappert. Gott, wie ich diese Nester hasse. Das ist so verwinkelt.
Da müsste der riesige Felsbrocken gleich wieder kommen. Ja, da ist er. Aquariumabteil. Aber hier bin ich auf jeden Fall, wo ich auch hin musste. Das Wrack. Kyanit. Ich habe noch keine Idee, wo ich das Kyanit herkriege. Bei den lila Vulkanen, da gab es einen Bereich, wo ich noch nicht runtergeschwommen bin. Da müsste ich nachgucken. Nein, falsches Gerät. Laser. Auch wenn ich nicht weiß, wann und wo ich noch einen Atomreaktor in dem Spiel bauen sollte. Sol should pay me more to lead these missions. I saved the whole damn crew from destruction. Mercury 2 was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere? Orion's belt, it looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. My days of risky missions should be behind me. But what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Haha. Dumm nur, dass das auch nicht passiert. Die Jungkanone ballert alles vom Himmel, was irgendwie raumschiffmäßig ist, was Infizierte an Bord trägt. Beziehungsweise nicht mal das. Die Ionenkanone schießt einfach stumpf alles ab, was irgendwie in die Nähe des Planeten kommt.
Sauerstoff. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Müsste der sich nicht eigentlich einklappen an der Dockhalterung? Na, egal. So, nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Teil überhaupt schon mal war beim letzten Mal. Brennstab. I'm alive. Stefanos saved me. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was shorthanded because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my seat anchor. Stefanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed. He said, I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured the rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. Oxygen. Fiddlesticks. Ah, Mist. Hätte ich vorher machen sollen. Wo sind meine Gegenstände? Oh, fuck you. Ich habe keine Ahnung, wo meine Gegenstände... Oh, ich habe meine Gegenstände gefunden. Drecksige Fische gehen jemand anderem auf den Sack.
Verbrauchte Brennstäbe. Super, Atommüll. Ich brauche ja nur noch einen von diesen blöden Stäben zu scannen. Abgesehen von Hintergrundinformationen gab es auch in dem anderen Wrackteil, glaube ich, nichts wirklich Interessantes, oder? Ja, vielleicht soll ich nochmal vorbeischauen. Vielleicht war da noch irgendein Modul oder so ein Kram. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Leere Kisten, damit wird man nicht abgespeist. Hier müssen Sie in den Raum gehen, in dem ich war. Ja, genau. Das heißt, hier gibt es auch nichts mehr wirklich von Interesse. Gut, dann nochmal das andere Wrack. Ein Kabelsatz. Toll. Und eine große Batterie. 2 Sachen, die ich relativ easy selber machen kann. My instincts are never wrong. Stefanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the Discovery Clause. Let's see, Stefanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Das Geschwindigkeitsmodul hätte ich echt gerne für das Ding hier. Das ist wieder Fanghaken aus. Leeres Nest. Langsam ist echt eng hier. Jetzt ist hier der Abgrund. Wärmereaktorpart.
Schon wieder bei der Basis. Gibt es hier noch andere Eingänge? Echt schön zu wissen. Ich komme immer wieder an dieselben Orte zurück. Das nervt. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, es gab noch eine Stelle, wo ich noch nicht gewesen bin. Die finde ich aber komischerweise irgendwie gerade gar nicht wieder. Wobei mir das auch relativ egal ist. Hauptsache ich kriege meine Technologie, die ich haben will. Verdammte Axt. Das ist tatsächlich die Stelle, wo ich gerade gedacht habe. Mann. Es wird ein Nest sein, das irgendwo in einer beschissenen Ecke liegt. Ja, das bleibt mit. Die da mal nicht. Ich bin mit Sicherheit auch schon zigmal dran vorbeigefahren, aber ich sehe es halt nicht. Das ist eine üble Krankheit in dem Spiel. Ich meine, gegen ein bisschen erkunden habe ich nichts, aber wenn man wirklich nur so wenige Stellen hat, wo man das Ding kriegt, dann ist das echt nervig. Da. Ja! Ja! Es ist direkt neben der beschissenen Seebahn gewesen. Ach, leck mir doch den Hamster weg. Wie jetzt? War's das? Silber-Nachbrenner-Modul. Jetzt kann ich es bauen. Ich krieg zu viel. Oh, bloß weg hier. Fresse Fisch. Da, das suche ich.
Ja, Fischschocker. So, jetzt kann ich mal erkunden gehen wieder. Und ich brauche ja nur noch einen Bauteil für... Calorie intake recommended. Oh, ja, ich weiß. Hat mein Charakter wirklich Magengrummeln? So, Parallelprozessor ist Now I just need sichergestellt. to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. Habe ich nie gescannt? Mann. Ach, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Vital unter Wasser signs essen und trinken kann. stabilizing. Das andere Parallelprozessor brauche ich nicht mehr. Ich müsste in dieser Zone hier aber nochmal nach unten tauchen. Vergessen wir nicht, ich will das Kyanit ja immer noch haben. So, meine Hoffnung auf dieses Kyanit finden lagert ja irgendwie ein bisschen mit dieser Zone gerade. Wissen tue ich leider nichts.
Das kann jetzt eklig werden. Erstmal die tiefste Stelle finden, da wo das war, mit dem... Da. Aber das war nicht die tiefste Stelle, glaube ich, oder? Another site found, but I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. The network is indicating more of my people's technology, but the images I am receiving are fragmented, repeating. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Ja, Kristallformation. Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes, So don't give up. Go there, see for yourself what happened. you are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is, oh right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Ellen. Adding hope to your database. I have detected an energy signature of some strength. I am not sure what it is for. Go ahead and share it. Can't hurt. Signal location uploaded to PDA. Das scheint unterirdisch zu sein. Ich mache jetzt mal eben eine Pause an dieser Stelle. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss.